Hi, ich weiß schon, was du jetzt denkst. Was? Es gibt ein Cold Opening beim Trailer? Was ist passiert? Und für wie lange musst du nun in die Knäscher von RTL? Aber das hier heute ist eben nicht einfach nur ein Trailer für die Show und die News dieser Woche, sondern das hier ist die letzte Show. Und falls jemand angefangen hat zu weinen, definitiv nicht meine Mutter für diese Staffel. Denn gleich kommt das große Finale, das aus nicht näher geklärten Gründen dann doch etwas kleiner ausfällt mit Gästen, weil ich leider die Einladung dazu Ende März rausgeschickt hatte. Und sagen wir es mal so, es ist einfacher, die zu nennen, die heute dabei sind, als alle die, die abgesagt haben. Denn heute bei der Show sind das nur wir beide. Was aber kein Problem ist, denn sind wir mal ehrlich, du bist doch eh immer der oder die Beste gewesen. Deshalb, allons-y! Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf kein Thema, sondern nur auf die Show selber. Denn ich heiße dich herzlich willkommen zur letzten Show dieser Staffel. Und was war das für ein beschissenes Jahr dank Covid-19? So beschissen, dass ich dich nicht noch einmal darauf hinweisen muss, immer ordentlich die Hände zu waschen und vor allem den Abo-Button zu drücken, sowie die Glocke. Denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann tritt ein Virologe Covid-19 einmal mehr in die viralen Eier. Sprich, jedes Abo hilft dabei, auch die nächste Apokalypse zu verhindern. Rechtlicher Hinweis: Es kann sein, dass das trotzdem nicht hilft und der RBB übernimmt keinerlei Kosten für den Weltuntergang. Falls du dich fragst, wo ist denn meine Tasse hin oder trinke ich jetzt direkt aus Plüschtieren, dann stimmt das nur zur Hälfte. Aber das hier ist Mini Ray aus der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes Ulm-Alb-Donau und die freuen sich bestimmt auch einmal auf deinen Besuch auf ihrer Seite. Besser als andersherum, denn dann liegst du eher unter einer Lawine. Ich schätze mal, dass Ulm-Alb-Donau irgendwo hinter den Alpen liegt, denn mein Erdkundelehrer war auch Sportlehrer. Dementsprechend weiß ich alles über Sport, aber nichts über Geografie. Was natürlich totaler Blödsinn ist, denn dank unserem Bildungssystems weiß ich weder, was überhaupt Sport ist oder wer da was ein Geografie sein soll. Irgendwas mit Buchstaben und Zahlen oder so? Aber dieses super niedliche Plüschtier namens Mini Ray hat mein Hund Sisu auf Instagram gewonnen. Denn komischerweise ist mein Hund erfolgreicher auf Instagram unterwegs als ich, während mein Foto von meinem Geburtstag immer noch kein einziges Like hat. Und weil Mini Ray super niedlich ist, dachte ich mir für die nächste Staffel, dass wenn du willst, dass deine Kaffeetasse hier bei mir auf meinem Tisch steht und somit von einem Millionenpublikum ignoriert wird, dann schreibe mir eine Nachricht, sei es direkt unter diesem Video mit einem Kommentar oder eine Mail. Alles unter Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Dann kann deine Tasse hier bei mir stehen. Ich habe bereits ohne Scheiß mehrere Tassen zugeschickt bekommen. Und zwei dieser Tassen will ich dir heute zeigen, die man mir wirklich zugeschickt hat, ohne dass ich danach gefragt habe. Denn dann hätte ich mir definitiv etwas anderes gewünscht. Gerade bei dieser hier, denn die stammt von meinem guten alten Freund Peter Altmaier. Ich habe hier echt viele Witze über ihn gemacht und bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass man seine Bücher nicht nach Farbe sortieren sollte, wie der liebe Peter, sondern wie jeder normale Mensch von unten nach oben gestapelt, ohne ein System. Aber von ihm habe ich diese hübsche Tasse bekommen mit ein paar super hässlichen Vögeln auf einem Ast. Ich persönlich hatte ja mehr auf eine I Love Raute-Tasse gehofft. Trotzdem danke Peter, mehr oder weniger. Diese andere Tasse hat mir die BBC zugeschickt und ich bin richtig stolz darauf. Denn ich bin nicht nur ein wahnsinniger Supernatural-Fan, Team Dean, sondern auch ein Fan von Doctor Who. Und wenn du dich nun fragst, Doktor wer, dann merkst du recht schnell, dass der Gag im Deutschen echt nicht funktioniert. Deshalb noch einmal
ganz, ganz dollen Dank an die BBC. Wenn also du deine Tasse hier bei mir in der Show stehen haben willst, dann melde dich unter #wohl keine Tassen mehr im Schrank. Und das bringt uns direkt zum Ende dieser letzten Show. Mir bleibt nur eins übrig, dir zu danken. Diesen ganzen Scheiß hier mache ich nicht, um die Overlords bei RTL oder den RBB zufriedenzustellen oder die Kackbratzen von Funk zu ärgern, sondern die Show mache ich nur für dich. Deshalb gilt mein ganzer Dank nur dir, dir alleine. Und dir und dir und dir da hinten nicht und du weißt ganz genau warum. Und noch eine kleine Sache. Das hier, liebe Bibis und Duggies und Rezos da draußen, war ein einziger Take. Kein zusammengestückeltes Video nach jedem zweiten Wort, sondern eine einzige Aufnahme. Denn so und auch nur so macht man das in diesem Geschäft, wenn man bei der Infoeinblendung bei RTLs Explosiv Moderator oder Moderatorin unter seinem kleinen Kacknamen stehen haben will. Alles andere da draußen ist nur Bullshit. Aber keine Sorge, es gibt keine showfreie Zeit bis zum Start der nächsten Staffel, denn nächste Woche geht auch der neue Kanal-Trailer online. Und ich habe mir sagen lassen, dass der mega geilo ist. Ihn muss halt nur noch jemand drehen und davor schreiben. Also sehen wir uns dann doch nächste Woche und dann in 2 Wochen wieder mit der 5. Staffel der Lately Show. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.